Wir leben in einer Welt der Illusionen. Wir glauben, wir seien freie, mündige Bürger. Wir glauben, wir hätten unser Leben selbst in der Hand. Wir glauben, wir seien rational, kritisch, eigenverantwortlich. Aber was, wenn ich dir sage, dass das eine Lüge ist? Was, wenn ich dir sage, dass wir uns, schleichend und fast unbemerkt, in infantile, betreute Kinder verwandelt haben, die bei jedem kleinen Problem nach Mama-Staat schreien? Was, wenn ich dir sage, dass die wahre Gefahr für unsere Freiheit nicht nur von totalitären Regimen ausgeht, sondern von unserer eigenen Bequemlichkeit, unserer eigenen Angst vor Risiko und Verantwortung? Wir sind zu sozialen Untertanen geworden, wie Ludwig Erhard es schon 1957 prophezeite. Zu Menschen, die nicht mehr handeln, sondern geführt werden wollen. Abhängig, ängstlich und unfähig, unser Leben selbst zu meistern. Auf X schrieb kürzlich jemand sehr treffend: Unsere Großeltern hatten Krieg, unsere Eltern hatten Aufbau. Wir haben Angst vom Leben. Du denkst nun, das ist übertrieben? Dann schau dir an, was gerade passiert. Ein Skandal erschüttert die Welt der Billigflieger. Was ist das schreckliche Verbrechen? Haben sie Flugzeuge abstürzen lassen? Nein. Sie haben es gewagt, Handgepäck extra zu berechnen. Ein Skandal. Und was ist die Reaktion? Die Bürger gehen nicht einfach zur Konkurrenz. Nein, sie rufen nach dem Staat, nach Gerichten, nach Verboten. Das spanische Ministerium für Sozialrechte, Konsumentenschutz und Agenda 2030 verhängt Strafen von 179 Millionen Euro. Die Arbeiterkammer in Wien klagt gegen Wizz Air. Der Europäische Gerichtshof entscheidet, was in deinen Koffer darf und was nicht. Auf Reddit kommentierte einer bitter: Ich habe 25 Euro für Ryanair bezahlt und erwarte den Service von Emirates. Und wenn ich ihn nicht bekomme, soll der Staat es richten. Ein anderer postete: Wir sind echt das erste Volk der Welt, das sein eigenes Lesen des Kleingedruckten an Gerichte auslagert. Wir sind so unmündig geworden, dass wir nicht einmal mehr fähig sind, einen Flug zu buchen, ohne dass uns der Staat das Händchen hält. Wir haben verlernt, Preise zu vergleichen, das Kleingedruckte zu lesen oder einfach aus Fehlern zu lernen. Wir haben verlernt, erwachsen zu sein. Wir wollen die totale Absicherung, die totale Betreuung. Wir wollen den Babysitterstaat. Aber dieser Schutz hat einen Preis, einen furchtbaren Preis. Er korrumpiert uns moralisch und psychisch. Er zerstört den stolzen Bürger, der Verantwortung für sich und seine Familie übernimmt. Und ersetzt ihn durch den ewigen Bittsteller, der am Tropf der Umverteilung hängt. Und es wird schlimmer. In Frankreich fordern Bürger echten Schadensersatz vom Staat, weil der Sommer zu heiß war. In Kanada klagte ein Mann erfolgreich, weil seine Gefühle verletzt wurden, als man ihn falsch ansprach. In Deutschland werden Schulen verklagt, wenn Kinder auf dem Pausenhof stolpern. Ein User auf X schrieb: Wir haben aus der Freiheit eine Dienstleistung gemacht, die man bei Bedarf einklagt. In dieser neuen, gefährlichen Welt, in der der Staat immer übergriffiger wird und der Bürger immer schwächer, reicht es nicht mehr, nur den Kopf einzuziehen. Du musst die Mechanismen verstehen, die hinter den Kulissen wirken. Du musst lernen, wie du dich und dein Vermögen vor dem schützen kannst. Was kommt? Du brauchst eine Festung. Du brauchst einen Plan B. Und es gibt eine Festung. Eine Insel der Stabilität und Freiheit, mitten im Herzen Europas, aber souverän außerhalb der EU und immun gegen diesen Nanny-Staat-Wahnsinn. Die Schweiz. Ein Land mit einer Tradition des schlanken Staates, der Eigenverantwortung und des Respekts vor dem mündigen Bürger. Auf Reddit schreibt ein deutscher Auswanderer über die Schweiz: Es ist surreal. Hier behandelt dich der Staat wie einen Erwachsenen. Er erwartet etwas von dir, aber er respektiert dich. Genau diesen Weg, diesen strategischen Sprung in die Freiheit, lehren wir in unserem Intensivseminar Erfolgreich auswandern in die Schweiz. Dieses Seminar findet regelmäßig in Zürich statt. Dort geben wir dir den kompletten Fahrplan an die Hand. Wir zeigen dir, wie du als Unternehmer oder Privatier in die Schweiz ziehst, wie du von der Pauschalbesteuerung profitierst, wie du dein Vermögen im sichersten Bankensystem der Welt schützt und wie du den ultimativen Plan B realisierst. Den Weg zum Schweizer Pass. Alle Informationen zum Seminar, bei dem dein Partner übrigens kostenlos mitkommen kann, findest du unter dem Link in der Beschreibung. Und jetzt, wo du weißt, dass es einen Ausweg gibt, lass uns tiefer in die Abgründe unserer infantilen Gesellschaft blicken. Martin Ronheimer nennt es beim Namen: Der moderne Sozialstaat ist ein Verdrängungswettbewerb. Ökonomen nennen es Crowding Out. Was der Staat macht, macht niemand mehr freiwillig.
Warum sollte ich mich um meine Altersvorsorge kümmern, wenn der Staat es tut? Warum sollte ich mich um meine Nachbarn kümmern, wenn es dafür ein Amt gibt? Warum sollte ich Kinder bekommen, wenn meine Rente sowieso von den Kindern anderer Leute bezahlt wird? Neue Studien zeigen, die Zahl der Menschen, die „der Staat soll sich kümmern“ als Problemantwort angeben, ist auf einem historischen Höchststand. Die Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement sinkt dramatisch. Die durchschnittliche private Sparquote sinkt genau dann, wenn Sozialleistungen steigen. Das Ergebnis ist eine institutionalisierte Verantwortungslosigkeit. Ein Land wie Deutschland gibt 43% seines Bundeshaushalts für Sozialleistungen aus. Für Infrastruktur, Verteidigung oder Zukunftsinvestitionen bleibt nichts übrig. Wir fressen unsere Zukunft auf, um unsere Gegenwart abzusichern. Auf Reddit liest man die Symptome dieser Krankheit. Warum soll ich privat vorsorgen? Der Staat wird mich schon nicht hängen lassen. Oder: diese Billigflieger sind Betrüger. Der Staat muss eingreifen. Niemand fragt mehr: habe ich vielleicht nicht genau hingeschaut? Die Schuld liegt immer bei den anderen, die Lösung immer beim Staat. Alexis de Tocqueville warnte schon im 19. Jahrhundert vor einem demokratischen Staat, der wie eine gewaltige, bevormundende Macht auftritt, die die Menschen unwiderruflich im Zustand der Kindheit festhalten will. Genau dort sind wir angekommen. Wir sind Gefangene unserer eigenen Bequemlichkeit. Auf X postete ein Philosoph: Wir haben Freiheit gegen Komfort getauscht. Aber Komfort ist nur dann angenehm, wenn man ihn selbst verdient hat. Und das perfide ist, je mehr der Staat uns schützt, desto unsicherer fühlen wir uns. Ludwig Erhard hat es vorhergesagt: Das Sicherheitsgefühl nimmt ab, nicht zu. Wir entwickeln eine Lebensangst, die uns lähmt und uns noch lauter nach dem starken Staat rufen lässt. Ein Teufelskreis, der in der totalen Unfreiheit endet. Die Steuern steigen, die Bürokratie wuchert, die Eigenverantwortung stirbt. Und wir klatschen Beifall, weil wir glauben, es diene unserer Sicherheit. Aber in Wahrheit bauen wir uns unser eigenes Gefängnis. Ein User auf X fasst es so zusammen: Je mehr der Staat für dich tut, desto weniger darfst du selbst tun. Die Frage ist: Willst du ein Kind bleiben, betreut und bevormundet bis ins Grab? Oder willst du erwachsen werden? Willst du die Verantwortung für dein Leben zurückholen? Die Schweiz ist nicht nur ein Land mit niedrigen Steuern. Sie ist ein Land, das seine Bürger wie Erwachsene behandelt. Wo der Staat Diener ist, nicht Herr. Wo Freiheit und Verantwortung noch Hand in Hand gehen. Wenn du spürst, dass dir die Luft zum Atmen in der deutschen Betreuungsanstalt zu knapp wird, dann ist es Zeit, über Alternativen nachzudenken. Die Zeit, naiv zu sein und zu glauben, dass der Staat es schon richten wird, ist vorbei. Die Zeit, deine eigene Freiheit zu sichern, ist jetzt. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.